Nicht nur wir frühstücken heute, sondern jemand anderes holt sich auch was. Oh, Mist, ist er weg. Wo ist er, der Affe? Da habe ich ihn entdeckt. Ich habe ihn entdeckt, einen heimlichen Dieb. Und weg ist er. Der wollte gucken, ob es was hier gibt zu holen auf der Terrasse. Ja, kommt, sagst du? Da ist er, da ist er. Jetzt hat er geklingelt, aber es war keiner zu Hause. Die Nela hat ein bisschen Papaya runtergeschmissen, da ist es. Und es schnappt er sich. Die Phoebe hat ihn auch entdeckt. Werf noch was runter. Wir sind hier in einem Copy-Shop in der Stadt. Ich und die zwei großen Mädchen, um die Zeichnung von der Nela zu kopieren. Ich habe ihnen gesagt, 10 Kopien bräuchte ich pro Blatt. Das sind 3 Blätter, das macht 30 Kopien und die Geschwindigkeit beim Drucken ist enorm. Wir warten jetzt ungefähr 20 Minuten und dann geht es wieder weiter. Hier im Taxi Tuk-Tuk, das wir gemietet haben. Für 3 Euro, glaube ich. Da fährt er uns überall hin, wo wir wollen. Feline, was hast du in der Hand? Zeig mal. Das Comic. Was willst du damit machen? Kinder geben. Ein Kind geben? Und die Jamila? Die hat keins mehr. Warum hast du keins mehr? Weil ich habe schon ein Kind gegeben. Und hat es sich gefreut? Ja. Das waren 2 Jungs, gell? Und hast du es dem Größeren oder dem Kleineren gegeben? Größeren, weil der kann schon lesen. Genau, der kann schon lesen, aber ich habe nur eine Überschrift hingeschrieben. Da ist nur die Überschrift, der muss gar nicht viel lesen können. Okay, dann gehen wir weiter und schauen, ob wir noch ein nettes Kind finden. Aber ich denke, vielleicht gehen wir zum Kinderheim, Feline. Dann kannst du es vielen Kindern geben. Okay? Ja? Ich dachte nicht, dass man alle geben muss, sondern ich dachte, man muss nur eins geben. Wie viele hast du denn? 3. 3 Zettel, gell? Aber die Geschichte, die hat 3 Seiten. Und wenn jetzt einer nur eine Seite hat, dann kann er nicht die ganze Geschichte lesen. Deswegen alle 3 auf einmal. Okay. Wir sind ganz früh unterwegs, deswegen sind die Straßen noch relativ leer. Das war aber auch beabsichtigt, weil sonst sind die Straßen einfach zu voll. Luma! Luma! Rala. Misi Pool Seeds. Die Nela erklärt die Geschichte oder versucht's und die Mom, die ist ganz interessiert mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm. Wo sind die kleinen Küken? Oh. Doch, da sind sie. Hey Kinder, das sind die Küken. Ihr müsst zurückgehen zum Papa. Das sind die Kleinen, die sind ganz mini, sind erst heute geschlüpft oder gestern.
Wir machen heute einen Ausflug auf die Insel Sakatia. Die ist direkt neben der Insel Nosy Be. Wir werden jetzt gerade von 2 Bootsfahrern begleitet und unserem Führer, dem Martial. Und unser Ziel ist da hinten diese wunderschöne Insel. Und wenn wir Glück haben, können wir auch ein bisschen mit Schildkröten tauchen, schnorcheln. Das wäre der Hammer, wenn wir die heute treffen würden. Schön. Auf dieser Insel gibt es ein kleines Dorf, durch das wir jetzt geführt werden, und wir laufen da einfach so neben den Einheimischen her. Man kann die Wohnungen anschauen und wie die leben. Manche machen sich Mittagessen, manche putzen gerade die Zähne. Wir haben ein ganz einfaches Spiel, da sind 2 Nägel im Sand und wir müssen mit den Murmeln zwischen diese 2 Nägel treffen. Hä? Das geht doch voll. Warum ist es nicht? Ein Kind hat hier Rast gemacht, hat sich hier auf die Bank gesetzt und nicht bemerkt, dass hier ein Ameisenhaufen ist. Die Ameisen haben es aber sehr wohl bemerkt und den Jaro am Fuß gebissen. Wie geht's dir jetzt, Jaro? Blöd. Ja? Aua. Aber du hast auch einen kleinen Schatz gefunden, den wir heute Abend essen werden. Ja. Eine Mini-Limette. Noch nicht ganz reif, aber wir schneiden sie auf und probieren sie. Das hier hinten, das ist ein Naturschutzgebiet, eine heilige Insel. Keiner darf hier die Bäume abschneiden, also fällen. Und ist ein Naturreservat. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil in Madagaskar so viele Bäume gefällt werden und die haben gar nicht mehr so viele und versuchen das, was sie jetzt noch haben, zum Teil zu erhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist auf der Insel hier und auch in ganz Madagaskar ihr eigentlicher Schatz. Jetzt geht's auf! Wir gehen schnorcheln. Die Kinder freuen sich schon voll, ob sie ein paar Schildkröten finden und sehen. Ich bin gespannt. Er hat gesagt, wenn jetzt mehr Flut ist, glaube ich, und weniger Ebbe, dann könnten die Schildkröten kommen. Deswegen haben wir jetzt hier noch eine Stunde auf der Insel verbracht, sind durchs Dorf gegangen, haben uns eine halbe Stunde in den Schatten gelegt und jetzt geht's endlich los. Wir haben es entdeckt, also hier im Wasser, man kann es hier im Handy nicht sehen mit der Aufnahme, aber da ist eine Riesenschildkröte und wir gehen jetzt gleich ins Wasser. Sieht man welche? Also ich habe leider keine Unterwasserkamera, aber 2 Riesenschildkröten sind gerade an uns vorbeigeschwommen und wir planschen jetzt gleich ins Wasser, schnorcheln und werden sie sehen. Also ich habe jetzt schon 3 Schildkröten gesehen und mache mich noch auf die Suche nach weiteren. Wir versuchen nochmal aufzunehmen, wie die Schildkröten nach oben gehen und Luft holen. Das ist uns bisher noch nicht gelungen, aber was uns gut gelungen ist, ist sie unter Wasser zu sehen. Was haben wir denn da erlebt, Jamila? Wir haben gesehen, wie sie Gras gefressen hat, wie sie abgehauen ist und dann wie sie aufgetaucht ist. Ja, und einer von uns hat sie sogar berührt. Ich bin da 2 Meter oder 3 Meter tief getaucht und dann habe ich sie berührt. Das war cool. Also die ist nicht abgehauen, die ist einfach nur neben uns geschwommen, unter uns geschwommen, ganz gechillt. Da war sie, da war sie. Hat sich nicht beeindrucken lassen von uns. Wir sind wieder zurück am Strand, am anderen Ufer. Da brach ja ein ultra krasses Gewitter über uns ein. Mit ganz, ganz viel Regen. Und jetzt hier 10 Minuten später, strahlend blauer Himmel, ein paar Wölkchen noch zu sehen, aber ansonsten wunderbares Wetter. Das ist echt krass, so vom einen Moment auf den nächsten knallt es hier runter, heftig, aber kurz und schon sind wir wieder zurück. Ah, Jamila, wie war's? Ja. Der Jaro hier genießt die Ernte, also seine Frucht. Die Limette hat er selber gepflückt oder gefunden, heute auf der Insel Sakatia. Und der Guide meinte, die ist noch gar nicht reif, aber die ist reif, die ist super. Du wartest jetzt bestimmt schon gespannt auf Neuigkeiten, wie und wann es bei uns weitergeht. Wir sind jetzt schließlich schon über 3 Wochen hier auf Nosy Be. Ja, wir warten auch auf Neuigkeiten. Wir dachten echt, wir können
vorgestern abreisen. Dann dachten wir, wir können gestern abreisen, aber es hängt alles an dieser Sondergenehmigung, die noch nicht durchgegangen ist. Das Flugzeug wäre grundsätzlich bereit, der Pilot wäre bereit, wir wären bereit. Aber diese Genehmigung, die hängt jetzt beim Präsidentenbüro. Bis dahin ist es wohl irgendwie hochgegangen, dass der das genehmigen muss oder eben seine Leute, sodass wir abreisen können. Und heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob die da arbeiten und wahrscheinlich dauert es noch bis nächste Woche. Und wir beten und hoffen einfach, dass es jetzt endlich klappt und wir nächste Woche ausreisen können. Genau, also wir dachten jetzt die letzten Tage zwischenzeitlich eigentlich, dass es morgen losgeht und am nächsten Tag dachten wir wieder, dass es morgen losgeht. Wir haben jetzt auch noch eine schöne Szene für dich, denn wir wurden auch noch mal überrascht von unseren Freunden in Lemuren und an dem Tag dachten wir auch, dass es unser letzter Tag sein würde. Wir hoffen, dass wir dich mit unserem nächsten Video aus der Hauptstadt Antananarivo dann überraschen können und dass wir dann dort angekommen sind. Und so schön auch der Urlaub hier ist, wir möchten endlich losgehen, aber wir werden leider noch daran gehindert. Deswegen bleibt spannend, das ist das Leben, so ist es ist live. Man kann nicht alles planen, so ist es auch in der Corona-Zeit und so sitzen wir hier leider noch fest. Ich habe heute Besuch von 2 Makis. Ich glaube, sie möchten gerne diesen Keks, den ich ganz zufällig natürlich habe liegen lassen. Na, wollt ihr den Keks? Ja, kommt ruhig her. Komm und hol ihn hier. Sag mal, hast du gar keine Angst vor mir? Magst du mich mal anschnuppern? Hallo? Ja, da ist ein Hund drinnen, das hast du gut gesehen. Nimm den Keks doch noch, bevor du wieder gehst. Hm? Das ist die Phoebe. Nimmst du noch den Keks? Ja, nimm den. Ist lecker, oder? Der schmeckt gut. Ja, lass es dir schmecken, du süßer Fratz. For the kingdom come, in your presence I am free from the chains.